Ich habe das Vergnügen, Professor James Giordano von der Georgetown University in Washington begrüßen zu dürfen zu der heutigen Veranstaltung. Weil Professor Giordano sehr gut Deutsch kann, werde ich ihn auf Deutsch vorstellen. Er ist Professor an der Georgetown University in Washington, D.C. Dort ist er Pellegrino Center Professor an den Fakultäten für Neurologie und Biochemie. Er ist auch Leiter des Neuroethik-Programms und am Medical Center der Georgetown University ist er Co-Direktor des Projekts Brain Science and Global Law and Policy. Er ist Vorsitzender des Unterprogramms für militärische Medizinethik. Er ist Autor von 350 Peer-Reviewed-Publikationen, 9 Büchern und 50 Governmental Reports zu Wissenschaft, Technik und Biosicherheit. Als Wissenschaftler berät er das Verteidigungsministerium in den USA. So ist er Senior Science Advisory Fellow des SMA Branch des Joint Staffs of the Pentagon. Er war Teil des Covid Response Task Force des Pentagons als beratender Experte für biomedizinische und ethische Fragen. Und er ist immer noch Senior Bioethiker beim Medizinethikzentrum des Pentagons. Professor Giordano ist ehemaliger Marineoffizier. Er hat bei der US Navy and Marine Corps gedient, unter anderem als Luftfahrtphysiologe und Forschungspsychologe. Mit diesem Hintergrund ist er Senior Fellow für Wissenschaft, Technik, Biosecurity und Ethik an der US Naval Academy und an der US Naval War College. Und er ist auch Adjunct Professor an der Uniformed Services University of Health Sciences in Bethesda, Maryland. Er ist Direktor des Institute for Biodefense Research, einem Washington Think Tank. Und er ist Mitglied des Neuroethics Legal and Social Issues Advisory Panels von DARPA. Beim IEEE, dem Berufsverband der Ingenieure, ist er Chair Emeritus des Neuroethics-Projektes der IEEE Brain Initiative. Und als Wissenschaftler ist er auch in Europa aktiv. In Europa war er der Task-Leader der Working Group on Dual Use beim Human Brain Project der Europäischen Union. Er ist gewähltes Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste und auch Overseas Fellow der Royal Society of Medicine in Großbritannien. Er war Fulbright-Gastprofessor für Neurowissenschaften, Technik und Ethik an der LMU in München und ist bis heute Distinguished Visiting Professor für Neurowissenschaften, Gesundheitsförderung und Ethik an der Hochschule Coburg. Und ich kenne ihn aus meiner Zeit an der Hochschule Coburg. Wir haben eine gemeinsame Lehrveranstaltung unterrichtet, eine gemeinsame Konferenz durchgeführt. Er hat 3 Vorträge in meinem damaligen philosophischen Café gehalten. Ihm ist es ein wichtiges Anliegen, zu den ethischen Fragen der Biotechnik mit der Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen. Und so können Sie heute seinen Vortrag anhören und danach die wichtigen Fragen, die sich aus diesem Vortrag ergeben, mit ihm persönlich besprechen. In der Fragerunde danach oder mit Fragen in den Chat. Sie können die Fragen auch auf Deutsch stellen, weil Professor Giordano auch sehr gut Deutsch spricht. Jim, ich freue mich über deine Zusammenarbeit mit der OTH Regensburg und ich bin sehr dankbar für deinen Besuch jetzt hier bei uns an der OTH. Danke, Thomas, und danke alle hier zu sein. Und hoffentlich dieser Vortrag sehr interessant würde und nicht nur interessant, aber auch ein bisschen furchtbar. Ja? Diese Information, das ist sehr provokativ natürlich, aber wir müssen uns fragen, was bedeutet diese Entwicklung? Ja, was können wir mit diesen Dingen machen? Aber wirklich denn, was sollten wir tun? Was sollten wir tun? Wenn wir nach Zukunft gehen, heutzutage, und nicht nur für uns, zum Beispiel in Deutschland oder Amerika, aber weltweit mehr und mehr. Unsere Gemeinschaft, das ist eine globale Gemeinschaft. Und diese wissenschaftliche und diese technologische Entwicklungen, sie sind auch weltweit. Zum Beispiel China, nicht nur in Europas, aber Asien. Und so, den müssen wir auch eine Cosmopolitan Ethik handeln, entwickeln, diskutieren, Debatten durch dialektisch und so weiter.
Ja, und ja, durch diesen ganzen Vortrag würde man die Kamera aus. Das ist nicht notwendig, mein Gesicht zu sehen. Und mir wurde gesagt, dass ich ein tolles Gesicht für Radio habe. Also den vielleicht können wir durch Question and Answer Period, den kann ich meine Kamera auch stellen. So, das ist wirklich gut. Und auch muss ich Entschuldigung machen, ich meine, ich spreche Babydeutsch. Leider, ich bin total selbstgelernt und so. Mein Deutsch ist wirklich, wirklich einfach. Und auch habe ich einen sehr, sehr starken New Yorkischen Akzent, beide auf Deutsch und Englisch und so. Tut mir leid dafür. So, denn meine Kamera ist aus und was ist wirklich sehr, sehr wichtig, ist diese Slide zu sehen. So, heute würde ich über die Digitalisierung des Gehirns sprechen und was bedeutet das für die Fortschritte bei Big Data und künstlicher Intelligenz und die neue Entwicklung und Anwendung in die Bezirk und Bereich des Neurowissenschaft und Neurotechnologie. So heißen wir auf Englisch Neuro S und T. So, mit das können wir etwas weiter. So, das Rest dieser Vortrag wäre auf Englisch. Hoffentlich, mein Akzent ist nicht so schlimm. Und wenn Sie etwas in Fragen haben, bitte stellen Sie. Und den auch, wir können das durch und während das Question and Answer Period oder wenn Sie meine Englisch verstehen nicht, denn vielleicht können Sie auch das fragen. Ne? So, zuerst ist es sehr wichtig, diese Worte, Digitization, Digitalization, Digital Transformation, zu erklären und definieren. Sie sind nicht dasselbe. Sie sind nicht dasselbe. Überall, ja, können wir sagen, das ist die Benutzung von Data und diese Computer und Cyberwissenschaft und diese Technologie, so heißen wir auf Englisch DCST und ich werde das durch diesen Vortrag benutzen, DCST. Und was können wir mit diesen Fähigkeiten machen? Ja, zuerst eine gute Definition. Was ist Digitization? So heißen wir sozusagen auf Englisch. That is a conversion of analog information into digital data that can then be assessed, stored, and utilized. Once we have those data, we then can engage the process of digitalization. Na, das ist wirklich sehr wichtig, sich zu erinnern. Was ist Digitalisierung? Das ist nicht dasselbe wie Digitalisierung. Hier können wir einen Prozess sehen und schätzen. Zuerst müssen wir die Digitization haben und dann können wir das durch die Digitalisierung Fortschritt machen. This is an adaptive process that allows us to put these digitized data to use. Digitization allows us to assess, generate, and store data, but digitalization allows us to retrieve these data to access them and use them as relevant and applicable to specific tasks, jobs, tools, Werkzeuge, and disciplines, working disciplines. In diesem Fall Neurowissenschaft, Neurokognitive Wissenschaft und seine Technologien. So heißen wir auf Englisch Neuro S und T. But that really represents yet another process, the third process, the third level, die dritte Ebene sozusagen. And that is transformation. So we can take the tools of digitization and digitalization, apply them to tasks of a discipline, and then we can create commercial opportunities and possibilities to utilize these tools for economic leverage and power. Now, when we speak of power, that is not necessarily something bad. It represents influence, capability, engagement. What we must appreciate is the overall relationship between these various tasks and tools. So, for example, we have certain tasks. There are things that we want to do. We want to be able to engage certain activities in various disciplines. In this case, perhaps, the brain sciences. And then we build certain tools to engage those tasks. Now,
With these tools, we then develop theory about how something works or what we should do with this. But then that theory prompts us, gives us the ability, asks us, challenges us to develop new tools. And then with those tools, we can engage additional tasks. So, wenn sehen wir diese Technologien als Werkzeuge, was ist sehr, sehr wichtig? Zuerst ist, dass wir Data haben. Data als Information. Data für Information. Information als Data und zusammen vielleicht als Weisheit. Across a variety of levels. These big data approaches allow us to maximize the type of data we can store and retrieve. It allows us to work with many types and levels of massive data at the same time. That is what is called parallel computing. And we can scale these types of data tools and make them customizable across a range of various tasks, domains, and disciplines that allow these data to be accessible so that many people can access these data. We can share data in real time, as I'm trying to do with you here through the use of this very misbehaved PowerPoint. And we can use those data. Well, what can we use those data for? Well, we can certainly use individual data about you, about me, about anyone. And more, what we're seeing is that the process of digitization, in other words, putting everyone's information, their biological information, their social information, educational information, medical information, health information, work information, public, private, political, and legal information into digital format allows us to then access and use that information through digitalization processes. Within the next 5 to 10 years, it will be both possible and probable that virtually all of the information about you since you were born will be available as digitized data. Let me say that again, because the implications and manifestations of that fact are gigantic. Within the next 5 to 10 years, all of the information about you from birth to the present time will be available in a digitized data format, which means that we can aggregate those data across various points in your life to be able to get what is referred to as metadata, or a meta construct of many of, if not all, of the factors that have contributed to your development, behavior, interactions, economics, health, and disease. That is tremendous. Now, the good part of this type of digitization and digitalization is that it allows an increased knowledge about you. However, as you would imagine, the question then becomes, who will have this knowledge? And what will they use this knowledge for? The proverbial low-hanging fruit, die einfache Antwort, ist für gut. Gut, for good,
For your own good, ihr eigenes Gut. Aber was bedeutet das wirklich? Who determines that good? You? The people who are accessing and using your data? And what does that mean if the definition of what is good as regards your health, your behavior, your mental state, your engagements with others become ever more available to a broader audience? What does that mean for the way you are regarded and treated? And of course, what becomes important to understand is that these individual data can also be compared to other individuals' data, which can also be compared to various populational data. And we use these data in an ascending or comparative way to either implicitly or explicitly establish norms. Sozusagen, was ist normal? Was sind diese normale Paterne? Was Verhalten und Kognition und Gesund und Gesundheit. Und was bedeutet das? Normal für wem? Mit welche Situationen? Welche Zustände und so weiter. And that normative inference, these norms, that use of data and information to establish, was ist normal oder was anormal ist, becomes very important for the way we regard not only the norm, but the people who fit into these norms and what that means. But in order to use big data in these ways, we require various forms of computational science and technology. The tools of big data are machine learning and decision technologies. Machine learning and decision technologies. And machine learning and decision technologies, when we take these two together and utilize them in an algorithmic program or paradigm, are referred to as artificial intelligence. Now, we have basically two types of artificial intelligence. Soft artificial intelligence, which is oriented to making computers more sophisticated. Let's make computers better at engaging and solving our day-to-day problems and answering our day-to-day questions and processing our information. But the transition from soft artificial intelligence to hard artificial intelligence is ongoing. That combination of soft and hard artificial intelligence strives to make computers essentially do what human cognitive structures do. In other words, to engage optimization of information through searching, through networking, to make particular decisions. And those decisions can then be used to guide and direct not only computational outputs and activity, but human output and activity. One of the areas where both big data and various forms of machine learning, decision technology, and ultimately artificial intelligence are having the greatest impact in terms of advancing science and technology, and then that science and technology feeding back to affect the way we develop and create computers, is at the interface of the neurosciences and technologies and the data and computational science and technologies. At this point, we cannot, let me say it again, we cannot do neuroscience without big data and some form of artificial intelligence.
I have been a neuroscientist for the past 42 years. And I can tell you that over the past 15 years, almost all of the neuroscience that represents the state of the art, the best in the field, is only possible because of the tools and capabilities of big data and artificial intelligence. Big data and artificial intelligence have allowed much more detailed, granular, specific, as well as broad and encompassing assessment of neurological and cognitive biomarkers, neurological, cognitive, and psychological genetics, and has allowed us to engage the type of sophisticated neuroimaging that enables us to literally look into the living brain to make correlations between brain structures and brain functions. Let me say that again, because it is very important. Das ist nur durch, was ist Big Data und AI, so sagen wir auf Englisch, das ist künstliche Intelligenz, dass wir diese super Technik und Fähigkeiten des Neurowissenschaft machen können. Besonders Neuroimaging. Und das ist so wichtig. Durch Neuroimaging können wir das lebende Gehirn sehen. Und nicht nur Gehirn, aber können wir eine Beziehung zwischen Struktur und Funktion etablieren. Und warum ist das so wichtig? Einfach. Dadurch können wir so sagen wir auf Englisch, Pattern Repository, sozusagen ein Wörterbuch, eine Karte des Gehirns und nicht nur für Struktur, aber auch Funktion. Und was bedeutet das? Dann können wir sagen, wo im Gehirn ist A, B, C und so weiter und so weiter. Wo ist die Stelle, wo ist die Region, die Noden, Netzwerke im Gehirn? Dadurch können wir diese Prozesse, dieser Mechanismus von Denken, Ideen, Ahnungen, Verhaltungs machen. Und nicht nur wo, aber vielleicht wie. Aber was ist wirklich wichtig, ist durch diese Prozesse, so diese Karten zu etablieren. Karten für was? Für was? Hier vielleicht, wir können dieses militärische Wortschatz benutzen. Diese wirklich sind Ziele für unsere eigenen Interventionen. Durch Psychologie, Psychiatrie, Neurologie, Neurotechnologie. If I know where in the brain certain functions occur, I can then access those structures to modify those functions. So, hier ist ein Konzept. Struktur, das physikalische Struktur, das ist Gehirn. Es ist eine neurologische, physikalische Struktur. Aber die Funktion der Struktur im Gesamt zusammen, das ist kognitiven Prozessen, psychologische Prozessen, Gefühl, unsere Entscheidungen und so weiter, unsere Erinnerungen, unsere Pläne und endlich unsere Behaltung. Was heißen wir das? Ich meine zusammen. Alles, was ich bin, ist meine psychologische, kognitive Sinn, meine Ahnung des Konzeptes selbst. Was bedeutet das? Auf Englisch? Mind. Nicht nur Bewusstsein. Etwas mehr. Bewusstsein natürlich. Kognitive Prozesse, ja. Erinnerungen, ja. Pläne, ja. Idealen, ja. Selbst. So, dann können wir sagen, die Struktur ist Gehirn, aber die Funktion, alles zusammen im Gesamt, als Gestalt vielleicht, ist auf Englisch Mind. So, denn wirklich, im Essenz sozusagen,
Durch Big Data und Artificial Intelligence in Neurowissenschaft und Technologie, was können wir heutzutage machen? Wirklich? Nicht nur im Prinzip, aber in Realität können wir Gehirne scannen, um so Mind zu lesen, zu manipulieren, zu kontrollieren. Und heutzutage, das ist nur möglich durch Big Data and Artificial Intelligence. That is a lot of power. Big data and artificial intelligence allow us to map the brain to be able to develop more specific drugs, to be able to use synthetic biology and gene editing to provide cell and gene transplantation, to target key brain structures to be able to access and modify various functions of the brain, of thought, feeling, and behavior through transcranial modulation and increasingly through the use of implantable devices. Zum Beispiel, das ist ganz neu hier in den USA und ich glaube weltweit, ist diese Entwicklung der Elon Musk, was heißt Neuralink, auf Englisch, Neuralink auf Deutsch. Was ist das, Neuralink? Das ist ein Typ, eine Form Deep Brain Stimulation that can be used to modulate and modify certain brain activities to then direct or change, control thoughts, emotions, and behaviors. Ist das ganz neu? Oh, nee, nicht notwendig. Das Deep Brain Stimulation, das ist wirklich, das ist sehr gewöhnlich. Das ist vor 10, 20 Jahren hier im USA und weltweit, besonders im Taritär, im Krankenhaus in Berlin, auch in Ludwig-Maximilians-Universität, einem großen Zentrum für Deep Brain Stimulation, das ist die Technische Universität München und auch in Uni Magdeburg da in Deutschland. Und das war ein Teil der europäische Human Brain Project sozusagen. Die Technologie ganz neu ist nicht, aber was ist sehr wichtig, sich zu erinnern, ist, dass Neuralink, that is direct to consumer. That is a completely commercial enterprise. It brings brain stimulation directly to the marketplace. Provocativ, ja, natürlich. Contentious, problematisch? Ich glaube ja. Aber vielleicht das Premierbeispiel, so sagen wir auf Englisch, das ist die Spitze der Nadel, the tip of the needle, of the most sophisticated form of brain-computer interfacing, ist ein ganz neues Programm. Das ist durch unsere Organisation, was haben wir hier, das ist in den USA, was heißt DARPA. Das ist die Defense Advanced Research Project Agency. Ja, ich weiß. Verteidigung, was bedeutet das, Verteidigung? Das ist militärisch, nicht wahr? Ja, aber das ist nicht notwendigerweise so. Die Verteidigung in DARPA ist auch Verteidigung der Gesundheitsförderung und Public Health, so sagen wir auf Englisch. Defense gegen Krankheit, Erkrankungen, Erreger, Verletzung, Trauma. Und vielleicht, was ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, ist, das Gehirn ist Zentrum selbst. Und so, wenn können wir Gehirn reparieren nach einer Verletzung, denn vielleicht haben wir sehr, sehr stark Kraft im Hand, unser Selbst zu reparieren und vielleicht auch zu verbessern. Und was bedeutet das? Was ist Behandlung? Was ist Versorge? Und was ist Verbesserung? Wie und wo sind die Grenzen? Wie weit zum Beispiel sollten wir gehen? Können wir wirklich weit gehen durch diese Technologien? Machine Learning, Artificial Intelligence, that we can then use
in these approaches, in diese Aufsätzen, diesen Gehirn nicht zu forschen, aber auch zu manipulieren, sollten wir dort gehen? Das ist wirklich sozusagen eine fait accompli, so sagen wir auf Französisch. Das ist schon gemacht. Das ist ein gegenwärtiges Projekt. Und es geht weiter und weiter und weiter. Das ich weiß. In voller Transparenz, ich war Hauptberater für dieses Programm tätig. Und so kann ich das durch meine persönliche Erfahrung und Erlebnis das sagen. Ist das wirklich spannend? Ja, sehr. Vielleicht das ist das meistens spannende Projekt, das ich durch die ganze Karriere gesehen habe. Und was sind die Ziele und was sind die Zwecke dieser Programme? Hier sehen wir das durch eine Skizze, ja? Und das hoffentlich sehr klar ist. Aber was sind die Implikationen und die Explikationen? Sozusagen, was können wir dadurch diese Wissenschaft und Technologie machen? Und die Antworten sind einfach. Sehr einfach. Dadurch können wir in das lebende Gehirn Informationen davon und daraus lesen und durch diese Systeme und diese Elektroden und so weiter können wir ins lebende Gehirn Informationen stellen. Und durch Ferntechnologie entfernt. Durch, zu sagen auf Englisch, the cloud. Durch ein Handy. Durch computational networks and Wi-Fi. It allows us to read information from a living brain and write information into a living brain remotely, in real time, ins Realzeit. Ich muss das wieder sagen, weil das so provokativ ist. Durch und mit diesem Programm, wenn es Erfolg ist, und ich glaube, das ist klar, erfolgreich, das ist eine Realität, das ist bis 5 Jahren in Zukunft. Was können wir tun? Schon wieder. Entfernt können wir durch diese Technologie im lebenden Gehirn Information stellen, schreiben. Und können wir durch diese Technologie und Wissenschaft aus dem lebenden Gehirn Informationen nehmen, zu lesen, zu interpretieren, zu benutzen. Wofür? Und wer werden diese Informationen lesen, schreiben, stellen und endlich benutzen? Und was bedeutet das? Ja, natürlich. Es ist sehr, sehr kraftig. Sehr, sehr kraftig. Durch Nanotechnologie und Nanowissenschaft können wir die Fähigkeit, ins lebende Gehirn diese Elektroden stellen. Und das ist nicht notwendig, Neurosurgery zu haben und zu benutzen. Kann eine Person diese Elektroden, diese Nanoelektroden einatmen? Ja? Schlucken. Durch Einspritz im Kreislauf stellen. Und dann kennen wir dies nach dem Gehirn durch eine, was heißen wir auf Englisch, Magnetic Coil Induction. Diese Elektroden bewegen, navigieren. So sie können ein sehr, sehr großes Netzwerk etablieren. Im Gehirn. So das können wir im Realzeit eine echte Verbindung zwischen Gehirne und
computational Systeme entwickeln, haben und benutzen. Wieso? Bitte. Gucken Sie hier diese Skizze. Und was bedeutet N3 auf Englisch? Next Generation Non-Invasive Neuromodulation. We can now implant vast arrays, vast networks, gigantisch riesige Netzwerken, diese Nanoelektroden im Gehirn ohne Neurosurgery. Das Neurochirurgie, das ist nicht notwendig. Aber den können wir auch weitergehen. Ja, heutzutage zum Beispiel durch das N3-Programm sind wir hier am links und auch im Mitte. Am links, das ist der BCI sozusagen, das ist Brain Computer Decoding and Interfaces durch Maschinenlernung und dann auch das AI, Artificial Intelligence. Und dann das Schnittmenge sozusagen, das ist hier in Mitte. Hier sehen wir eine Interaktion zwischen Brain-Computer Interfaces und ML und AI, so sagen wir auf Englisch Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Und das wirklich ist zum Beispiel das DARPA's N3-Programm. Aber was auch können wir machen? Nicht nur jetzt, aber auch vielleicht in der näheren Zukunft. Können wir auch zum Beispiel unser Verständnis, das menschliche oder das tierliche Gehirn benutzen, um ganz besser und besser Komputationssystems entwickeln? Antwort ist klar. Ja. Können wir einen Computer, das ist wie ein menschlichen Gehirn machen? Ja, das ist, was heißt Neuromorphic Computing auf Englisch. Neuromorphic Computing. So, das DARPA-Programm, das ist links unten. Und hier können wir das wirklich klar sehen. Zum Beispiel Write into the Brain, Read from the Brain, durch diese kleinen Nanoelektroden, das können wir in diese Noden und Netzwerke etablieren im Gehirn, können wir als Fähigkeiten, das ist ein Entfernt-Programm oder Entfernt-Fähigkeiten, diese zu benutzen und etablieren. Aber was kommt nächste? Hier am rechts, das ist das Andersrichtung. Im Andersrichtung können wir vom Gehirn und Gehirne nach Artificial Intelligence gehen. Dadurch können wir Artificial Intelligence stärker und stärker werden, machen, etablieren, entwickeln. Und das ist Neuromorphic Computing sozusagen. Und den können wir das auch nicht nur durch Digitalization stoppen, benutzen. Aber auch können wir einen Schritt weitergehen. Und das ist wirklich das Transformation. In beide Richtungen. Transformation der Neurowissenschaft und Neurotechnologie als Business, Commerce, Industry, Products und die Benutzung der neurowissenschaftlichen Informationen und Fähigkeiten für diese Computerprodukte zu machen, zu etablieren und zu benutzen. It is bidirectional. Hier zum Beispiel in dieser Skizze können wir das wirklich klar sehen. In Mitte, ja, das ist, was wir sehen hier, das ist die Intersektion, das ist die Interaktion, die Schnittmenge zwischen, was ist Digitalisierung und Neurowissenschaft. Ja, natürlich können wir das in der Gesundheit und Gesundheitsförderung benutzen. Diese Erkrankungen, Krankheiten zu Diagnosen, behandeln, stoppen vielleicht, in Prävention, nicht nur das sind für Cura sozusagen, aber auch in Prävention. Und natürlich können wir in diese Weg können wir diese Technologie und Wissenschaft, diese Programme für Gehirnreparierung und so weiter und auch für Verbesserung
Da am rechts, dann können wir da sehen, dass es nicht nur in Neurowissenschaft und Medizin, aber auch in Computerwissenschaft können wir diese Informationsfähigkeiten benutzen. Bitte sehen Sie mal. Im Mitte, ja, das ist Neurowissenschaft. Hier, das ist in das Rechtsseiten unten. Und können wir durch Big Data und Artificial Intelligence ganz, ganz besser Ideen, Theorie, Werkzeuge für Neuroprosthese, Neuroinformatik, Neurorobotics zu benutzen. Ja, natürlich. Aber was ist die Grenze zwischen Neurorobotics und Neuroinformatics und Neuromorphic Computing? Was ist am Horizont? Das ist klar. Wir würden diese Fähigkeiten und Informationen von und aus Neurowissenschaft und Technologie im und für Neuromorphic Computing benutzen, um ganz besser und besser Computersysteme zu entwickeln. Und denn das ist wirklich ein Omnibus, so sagen wir auf Englisch. Ein Omnibus, ein Juggernaut, ein großes Schiff. Viele, viele Fähigkeiten. Und das ist nicht nur theoretisch oder wissenschaftlich, das ist sehr angewandt. Im Öffentlichen. Heute, nicht nur in Zukunft, heute. Was für ist ein Neuromorphic Computational System? Wo sagen wir auf Englisch NAI, Neuromorphic, künstliche Intelligenz? Ja, hier, das ist ein Diagramm, das ist eine Skizze. Is very, very sophisticated, state-of-the-art set of computational capabilities that allow computers to become increasingly autonomous. Autonomous. Independent. Independent. Independent of what? Independent of each other so that they can function as distinct systems, but also independent, perhaps, of human involvement. Now, if we consider this idea and this reality, it becomes important to put it in context. If we look at the scientific and technological picture today, das heißt auf Englisch, the global sight picture. Was ist der globale Rahmen? Das ist für 2020 heutzutage. We must appreciate that so much of this work is occurring in Asia, primarily in China. And there is a predicted almost 70% increase in research, development, testing, and evaluation within the next 2 years, which translates into China maintaining about a 50% market share, commercial market share in neuro and cyber science and technologies by 2025. But what this requires, what this mandates, is acknowledgement of increasingly multicultural influence, ethics, and effects on the international stage. And what this then allows us to do is to engage what are these ethical questions? If what we're concerned about is if and to what extent computational big data and neurosciences can be developed and can be used, what we're really concerned about is those ways that they should be used or should not be used. This is ethics. The ethical, legal issues and risks are essentially twofold. There are two domains, Dimensionen sozusagen. Those that are spezifisch, das ist zu der Technologie, and those that are spezifisch, das ist in der Sozialwelt. Technologically, we're working in new frontiers.
we don't necessarily know what the results will be, both near term and short term. Die kurz- und langfristig Ergebnisse, Effekte und so weiter. Socially, of course, we're concerned about the autonomy of these systems and how it will affect the autonomy of humans. Awareness and understanding of what these things mean, whether or not individuals, collectives, societies will consent to their information being used this way, for their neurological information, psychological information being used this way, and perhaps even for the use of computational systems to affect our brains and minds. Who will get these technologies and developments? And what kind of things will we use them for? And this then gets us to some of the core questions. Diese sind die Kernfrage sozusagen. Was können wir mit Informationen, Fähigkeiten? Was haben wir? Und auch, was sollten wir machen, tun? Über das Informationen, Fähigkeiten, was wir haben nicht. Was können wir machen? Was sollten wir machen? Und wie können wir und sollten wir entscheiden? Und wer soll diese Entscheidungen machen? Ach. Aber auch in ML und AI haben wir auch etwas Caveats sozusagen. Was bedeuten wir Caveats? Das ist ja Latein und Caveat, das ist eine Wortsicht. Was sind die Wortsichten von dieser Wissenschaft und Technologie? In großen Frage, das ist, how much human involvement will we have? And how do our own values or the values of those other cultures that are creating the science and technology play a role in what human involvement means, of ethical values and norms, and what we call in English endgame value propositions? In other words, what will we use this science and technology to do? So one of the things we're very concerned about is the concept of human looping. Wo im Kreis sind die Menschen? Where in the circle of development and use are humans? Hier im USA und auch in Deutschland zum Beispiel sprechen wir über Humans in the Loop. Und für uns das sehr wichtig ist, Humans in the Loop, ein kritischer Teil der Entwicklung und Benutzung dieser Typen der Wissenschaft und Technologien. Aber mehr und mehr sprechen wir und reden wir über Autonomous Systems oder Semi-Autonomous Systems. Und was bedeutet das? Hier, Humans are on the loop. Nicht notwendigerweise im Loop, aber am Loop. Hier können wir das beobachten. Vielleicht, ja, wir können das sehen, monitoren, monitor und vielleicht können wir unser Einfluss hineinstellen, wenn das wichtig oder notwendig ist. Aber gewöhnlicherweise, dem Maschinensystem geht's selbst ganz allein, ganz allein. Wir sind Beobachter. We're observers who can engage when perhaps it is necessary. Aber hier ist etwas sehr, sehr interessant. Tatsächlich, in China, die allgemeine Idee ist, dass die Mensch im oder on Loop nicht notwendig ist. Warum? Vielleicht, das ist wirklich giftig. Ja, literal, giftig, poisonous.
here human biases, human frailties, human folly can interfere with the sophistication and capability of the machine to be able to utilize almost all of the information about humanity to be able to engage particular decisions for humanity. Aber sind wir hier im USA, Kanada, Deutschland, Europa wirklich bequem damit? Und ob nicht, denn was? Haben wir die Fähigkeiten, einen Einfluss zu haben? Oder würden Sie zum Beispiel, das ist dieses chinesische wissenschaftliche und technologische Programme und so weiter und Omnibus, der Einfluss haben? Und was bedeutet das? Was ist das Interaktion? So, wirklich denn, wir können diese Konflikte, diese Dilemmata sehen. Einseitig haben wir, was ist Prävention, Schutz, Gesundheitsförderung. Andererseits, wir haben, was ist privat und was ist nicht so privat. Was ist unser persönliches Recht? Und können wir auch diese Systeme, diese Technologie und Wissenschaft für Strafen zu benutzen? Und was bedeutet das? This isn't just theoretical. These are the real issues that are being discussed with regard to the interface between neurocognitive and data and cyber sciences and technologies. And so any consideration of using these sciences and technologies should be informed by what we call 6W questions, 6W Fragen, and 6C considerations. You can read these questions and considerations. I don't need to do that for you. But the considerations, I think, become very important for context. What are the real capacities of the science and technology? What are the current and near-term consequences that can and could be incurred? What is the character of the way we're attempting to use the science and technology, and how will it influence or affect human character? Is there and will there be continuity of research and revision of the science and technology and of the societies that use it? And will there be broad public consent for this science and technology to continue? I mean, just think about this for a moment. Das ist ein echtes Frage. Did anyone ask you if you thought it was okay for DARPA to develop a program that allows reading information from and writing information to the living human brain at a distance? Did anyone actually ask you if you thought it would be okay to develop computers that have autonomous capability to think and decide not only like humans, but for humans? Ich glaube, dass Antwort Nein ist. Und so, was bedeutet das? Well, what it means is that we need to develop a better discourse and dialectic, not only in discussing the science, technology, engineering, mathematics, so sagen wir auf English, STEM fields and disciplines, but also the ethics, law, philosophies, and policies that will be necessary to guide or govern, to control or constrict this science and technology on an increasingly global stage. Our research group, for example, has called for what we call a cosmopolitan palette,
eine Multikulti-Ethik. Und das ist wirklich einfach zu sagen, aber das ist nicht so einfach zu machen. Was sind die Unterschiede zwischen was ist lokal und global? Müssen wir ein Globalperspektiv entwickeln? Und dadurch können wir eine Lokalaktion etablieren, machen. Und was für in diese Situationen, was gemischt sind. Zum Beispiel, dann haben wir verschiedene Kulturen mit verschiedener Philosophie, Ethik, Werte, Perspektiven. Wie sollten wir diese zusammenbringen? Können wir ein echtes Dialektik etablieren und benutzen? Oder ist das nur ein Konfliktdiskurs? Heutzutage diese Fragen keine Antworten haben. Aber vielleicht das ist der Ziel und Zweck. Besonders für unsere Schüler und Schülerinnen, zu Studenten, Studentinnen. Für jetzt, ja natürlich. Das müssen sie das lernen. Aber für die Zukunft, weil sie das benutzen werden. So, vielleicht, it is important to not just be careful, but to be prepared. The mechanisms for change require persons. Das ist sie. Participatory Alignment, eine gemeinschaftliche Perspektive. Nicht nur, das ist eine nationale Perspektive, aber auch vielleicht eine breite Linz. Dadurch können wir schauen, zusammen. Beide, als Linse und auch Spiegel. Damit können wir unser Ziel und Zweck identifizieren. Was definieren wir diese gute Ergebnis und was für ein Ergebnis gut wirklich bedeutet? Und wie sollten wir vorwärts gehen? In Kooperation. Und ja, natürlich. Und natürlich können wir auch, das ist Konkurrenz, schätzen. Das ist real. Das ist unsere Realität durch Industrie und Economics und so weiter. Aber können wir vielleicht diese beide zusammenbringen? Eine kooperative Konkurrenz. Kooperative Konkurrenz. Auf Englisch, das heißt Co-opetition. Ich muss das wieder sagen. Co-opetition. Kooperative Konkurrenz. So, das können wir ein Bilanz, ein Gleichgewicht streichen, etablieren. Was sind die schlüssigen Dimensionen? So, das können wir vorwärts gehen, aber auch mit Sicherheit. So im Weg das Wort Sicht ist. Oh, gut. To do so, we must be prepared. Müssen wir diese, so sagen wir auf Englisch, Benefits, Burdens, Risks, Threats and Harms anerkennen. Als Ebene, das ist nicht nur idiosynkratisch, zum Beispiel des Individuellen, aber auch eine systematische Ebene. Im Staat, im Land, im Kontinent, im ganzen Welt. Aber um diese zu machen, müssen wir Fokus haben, müssen wir flexibel sein und müssen wir adaptable auch sein. Adaptable. Warum? Because the science and technology moves quickly.
And we must move just as quickly to be able to be socially, politically, legally, and philosophically ready to be able to deal with this. Our group here at Georgetown has developed something called the Cyber Smart Zentrum. Cyber Smart Zentrum. Smart ist ein Akronym. Es bedeutet Security, das ist Sicherheits, Management, Administration, Research and Training. Und was sehen wir, dass unser Ziel und Zweck sind? Hier, das ist ein Überblick. Brauchen wir, was wir heißen NINA, a Neurological and Neurocyber Information Non-Discrimination Act. Sozusagen, wir brauchen ganz besser Recht, diese Wissenschaft und technologische Entwicklungen zu führen, leiten und vielleicht auch kontrollieren. We need security by design. We need not only nicht nur Diskurs, aber Dialog, aber auch echt Dialektik. Und natürlich Ausbildung. Ausbildung. Nicht nur für heute, aber für morgen. Für unsere eigene Zukunft. So, das können wir mit dieser Wissenschaft und Technologie ganz besser leben. So, im Schluss, was Nachricht habe ich? Vielleicht kann ich mit einer kleinen Story vielleicht das enden, ja? Ein kleiner Roman stellen, ja? My father was an engineer and he liked to build things. And he liked to fix things. It was our father-son activity when I was young. And my father was a very good teacher. And one of the things he taught me to do is to use tools. And he would do this in a very organized way. Once a month, monatlich, he would bring home a new tool. A new tool. Und normalerweise, das ist der erste Dienstag des Monats, the first Tuesday of the month. And that was called New Tool Tuesday. And then we would spend that month using that tool so that I could learn how to use it in a variety of different tasks and projects. It was really a lot of fun. Now, he started this when I was only 6 years old. So that means I was getting 12 new tools a year. That's pretty good. And I remember I was about 12 years old. And it was New Tool Tuesday. Now, das ist ein bisschen Mathematik hier. Das mussten wir benutzen. Ne? 12 Jahre alt, ein ganz neues Werkzeug monatlich, 12 Monate pro Jahr. Vielleicht das ist fast 70 ganz neuen und sehr gute Werkzeuge. Das könnte ich benutzen. That's pretty good. That's 70 tools that I could use at 12 years old. Pretty good. Pretty good. But I was 12 years old. I was impetuous. I was impulsive. And, you know, when you're 12 years old, you think you know everything. So I remember it was New Tool Tuesday. My father comes home and says, here's a new tool. Ich war sehr, sehr spannend. Oh mein Gott, das ist super. Herzlichen Dank, Papi. Und ich bin los. No. No, I was going to run downstairs and use that tool. And my father stopped me and put his hand on my shoulder and said, stop. You have a lot of tools that you can use. And by adding this tool, they all become more important, more capable, and perhaps more dangerous. So now, with every tool we have, you need to measure twice before you make the decision to use the tool. Measure twice, decide once, because very often we cannot go back.
Und das Weisheit meines Vaters, das ist auch wirklich sehr gut für uns und besonders für Sie, meine Studenten und Studentinnen, für Ihre eigene Zukunft zu gehen. Warum? Weil Reflection, Insight, Practical Wisdom, Prudence must be the stepping stone for all of your future acts of inquiry, invention, and intervention. Hoffentlich, Sie haben diese Information sehr interessant gefunden und mein Deutsch nicht so schlimm war und auch mein Englisch nicht so New Yorkisch war. Und so jetzt, das ist zu Ende. Und in hier, oh mein Gott, Gott, Gott. Hier, wir haben etwas in Papieren und Manuskripten, was ich Ihnen geschrieben. Und wenn Sie interessant sind, denn hier haben das wirklich gute Listen, Sie können das benutzen. Und mein Kontakt ist da. Hier ist es james.giordano@georgetown.edu. Schon wieder james.giordano@georgetown.edu. Wenn Sie etwas weiter Fragen haben, und natürlich kennen wir was, 20 Minuten für etwas Fragen hier, jetzt. Ist das okay, Thomas? Genau. Ja? Ja, vielen Dank, Jim.